Herzlich willkommen bei Dennerle. Mein Name ist Volker Jochum und in dem heutigen Video geht es um das Thema Wasserwechsel. Ich als professioneller Aquascaper bin hier im Hause Dennerle für die ganzen Schauaquarien verantwortlich und da steht natürlich auch einmal die Woche auf meiner To-Do-Liste Wasserwechsel an. Wie ich den Wasserwechsel mache und was ich dafür alles benötige, das schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes habe ich hier zum Beispiel unseren Nano-Mulmabsauger. Der Nano-Mulmabsauger geht von der Aquariengröße von 10 bis 30 Liter. Wer ein größeres Aquarium hat, für den haben wir den normalen Mulmabsauger. Zum Nano-Mulmabsauger gibt es auch schon ein kleines Produktvideo. Ich verlinke es euch oben links. Dann als nächstes brauchen wir natürlich einen Schwamm. Da haben wir einmal hier unser Klinator. Der Klinator hat einmal ein Kunstschwammimitat und einmal eine Edelstahlseite. Mit der Edelstahlseite bleibt keine Alge mehr an der Scheibe. Dann auch ganz wichtig, was ich auch regelmäßig immer in unsere Aquarien dazu mache, ist unser Bacto Elixir Bio. Das sind nitrifizierende und denitrifizierende Mikroorganismen. Es ist nicht vom Schaden, wenn man ab und an mal immer seine Bakterienstämme auffrischt oder wenn man Tiere einsetzt. Ist es immer ratsam, eine neue frische Bakterienkultur mit einzubringen. Dann haben wir einmal hier unser Vitalelixier. Das Vitalelixier ist dafür da, für die Gesundheit der Tiere, also dass ihr Immunsystem immer gesund bleibt und da drin sind Spurenelemente, Mineralstoffe, alles das, was eure Tiere brauchen. Dann ganz wichtig natürlich Dünger. Ich habe jetzt hier aus unserer Dennerle Düngefamilie mal sinnbildlich das Pflanzenelixier genommen. Das Pflanzenelixier ist ein Komplettdünger. Oder für die Leute, die es einfach haben wollen, haben wir auch hier unser All-in-One. Das ist ja ein neues Produkt. Auch hier verlinke ich euch links oben. Gibt es ein neues Produktvideo über das All-in-One. Und einmal Wasseraufbereiter. Wasseraufbereiter hier unser Aquaelixier. Wasseraufbereiter ist dafür da, für die Schwermetalle aus dem Leitungswasser rauszuziehen oder Chlorrückstände aus dem Wasser zu neutralisieren. Als nächstes brauchen wir ein Handtuch, einen Eimer, Küchenpapier und eine Gießkanne. Das war's. Als allererstes, bevor ihr mit dem Aquariumwasserwechsel anfängt, müsst ihr das Aquarium stromlos machen. Also nicht die Lampe, sondern den Filter und den Heizer müssen vom Stromkreis getrennt werden. Erstes Mal beim Filter ist es, dass er keine Luft zieht und beim Heizer, dass er nicht unnötig heizt und eventuell auch platzen könnte. Als nächsten Schritt nehme ich erstmal einen Teil Wasser raus. Das mache ich jetzt zum Beispiel hier mit unserem Mulmabsauger. Das mache ich aus dem Grund, wenn ich jetzt hier mit der Scheibe anfangen würde zu putzen, würde mir das ganze Wasser überschwappen. Aus dem Grund lasse ich jetzt mir erstmal einen Teil Wasser raus und dann beginne ich mit dem Putzen der Scheibe. Also hier kann man jetzt schön sehen, ich habe jetzt ein bisschen Wasser rausgelassen und jetzt können wir auch schön mit unserem Klinator die Scheibe putzen. Ich fange immer erst mit der Metallseite an, entferne so dann irgendwelche Beläge oder Algen, die an der Scheibe sitzen. Schöne langsame Bewegung. Drücke es auch hier zum Beispiel bei unseren Cubes schön in die Ecke. Und das mache ich rundherum. Überall, wo ich hinkomme, mache ich das mit dem Schwamm weg. Und dann am Schluss, wenn ich fertig bin, gehe ich einfach nochmal mit der Naturschwammimitatsseite noch einmal final über die Scheibe drüber. Und somit bin ich dann sicher, dass auch wirklich keine Ablagerungen mehr an der Scheibe sind. Als nächstes kommt nochmal unser Nano-Mulmabsauger zum Einsatz. Hierbei ist mir noch ganz wichtig zu sagen, Mulm ist eigentlich nichts Schlechtes. Also ihr müsst nicht bei jedem Wasserwechsel Mulm absaugen, weil wenn ihr Mulm im Aquarium habt, heißt euer Biologie ist stabil und euer Aquarium läuft auch stabil. Einmal im Monat Mulm mit einem Mulmabsauger Wasserwechsel machen reicht. Und dann geht ihr einfach hin, nochmal pumpen und dann geht ihr mit dem Mulmabsauger einfach so in den Kies rein und dann kann man schon sehen, wie
wie der Mulm vom Boden aufgesaugt wird. So, jetzt haben wir ca. 20% Wasser bei den beiden Cubes rausgenommen. 20% mache ich immer nur bei Aquarien, die mehrere Wochen alt sind, also so mindestens 6 bis 7 Wochen. In den ersten Wochen davor mache ich immer mindestens 50% Wasserwechsel, einmal die Woche. Das mache ich aus dem Grund, weil gerade in den ersten Wochen das Aquarium sich erstmal stabilisieren muss, die Pflanzen wachsen noch nicht richtig und aus dem Nährstoffüberschuss vorzubeugen, mache ich immer einen größeren Wasserwechsel. Es ist ganz wichtig, dass ihr euer Wasserwechsel einmal die Woche durchführt. Das hat zum einen den Grund, es gibt Stoffe im Aquariumwasser, die nicht von eurem Filter und von euren Mikroorganismen zersetzt werden. Das könnt ihr ganz einfach testen. Holt euch einen weißen Eimer, lässt da von eurem Aquariumwasser reinlaufen und dann könnt ihr sehen, das Wasser hat eine gelbliche Farbe. Und zum Zweiten, meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt an der Geschichte ist, Pflanzen scheiden Hemmstoffe aus, die andere Pflanzen am Wachstum hemmen. Und die kriegt ihr nur raus, wenn ihr regelmäßig euren Wasserwechsel durchführt. So, als nächsten Schritt füllen wir jetzt wieder Wasser in unsere Aquarien ein. Hierbei bitte darauf achten, nehmt temperiertes Wasser, um unnötigen Stress für eure Tiere zu vermeiden. Einfach temperiertes Wasser nehmen. Am besten man nimmt die Temperatur an, die auch im Aquarium ist. Wenn es 1-2 Grad kälter ist, macht das auch nichts. Aber man sollte immer sich so an so 25 Grad orientieren. Das ist am besten. Unser Wasser ist jetzt drin. Wichtig ist, Technik wieder einschalten. Also nicht vergessen, den Filter und den Heizer wieder einzustecken. Als nächstes kommen die Wasseraufbereiter, Dünger und Mikroorganismen nochmal dazu. Ein Tipp von mir, ich richte mir das Zeug immer vor, stelle mir das dann in der richtigen Dosiermenge ans Aquarium. Somit kann ich auch nicht vergessen, irgendwas reinzuschütten. Als allererstes habe ich Aquaelixier ins Aquarium hinzugegeben. Das habe ich aus dem Grund gemacht, um eventuelle Schwermetalle und Chlorrückstände im Aquarium zu binden und unschädlich für die Tiere zu machen. Als zweites habe ich All-in-One hinzugegeben. Das ist ein neues Produkt von uns. Ich verlinke nochmal oben. All-in-One umfasst eigentlich die komplette Pflege fürs Aquarium, sprich Pflanzen, sprich Tiere und Wasser. Als dritten und letzten habe ich Bacto-Elixier Bio ins Aquarium hinzugegeben, um nochmal eure nitrifizierenden und denitrifizierenden Mikroorganismen nochmal richtig zu pushen und einen gesunden Wachstum zu gewährleisten. Das war unser Video über den Wasserwechsel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr an neuen Videos von uns sehen würdet. Nicht vergessen abonnieren. Und für weitere Informationen schaut auch gerne mal auf unserer Webseite nach oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Ciao!